Und jetzt das Heute-Journal. Aus dem trockenen Studio einen schönen guten Abend. Die Ukraine gehört nicht zur EU und nicht zu Europa. Mit diesem Satz hat Alice Weidel heute extrem viel Applaus auf dem AfD-Parteitag bekommen. Dass das mit Europa Unsinn ist, ein Blick auf die Landkarte genügt, interessierte die über 500 Delegierten allerdings wenig. Nach der Europawahl ist halt vor den Landtagswahlen. Da wollte man Einigkeit zeigen und sich bloß nicht im Klein-Klein verlieren. Über eine AfD, die sich politisch im Aufwind sieht, aber gesellschaftlich auch Gegenwind erfährt, friedlich bis gewalttätig, David Gebhardt. Vor der Essener Krugerhalle demonstrieren Zehntausende gegen die AfD, die in der Halle heute eine Wagenburg schließt. Geschlossenheit, Harmonie-Parteitag. Tino Kruppalla wird ohne Gegenkandidat wiedergewählt mit rund 83% mehr als erwartet. Herzlichen Dank, ich bin wirklich ein Stück weit überwältigt. Eine Überraschung erlebt auch Alice Weidel, allerdings eine böse. Sie, die sich wohl schon als unangefochtene Nummer 1 wähnte, bleibt zwar Teil der Doppelspitze, bekommt aber weniger Stimmen als Kruppalla. Sagt das irgendwas darüber aus, über die Kanzlerkandidatenfrage, dass er jetzt vorne lag? Ja, vielleicht. Also es ist offen. Die neuen alten Chefs sehen für die AfD eine Erfolgssträhne. Gegen Massenmigration, für Frieden und im Osten stärkste Kraft. Doch sie räumen auch Fehler ein, etwa beim Kandidatentableau für die vergangene Europawahl. Wir müssen unsere Kandidaten künftig genauer ansehen. Eignung oder Kompetenz waren nicht in jedem einzelnen Fall das entscheidende Kriterium. In solchen Situationen ist das Trainergespann gefragt. Es kann gezwungen sein, taktische Auswechslungen vorzunehmen. Gemeint ist der geschasste Spitzenkandidat Maximilian Krah. Nicht persönlich anwesend, aber irgendwie präsent seine ablehnende Haltung zur Fußballnationalelf. Es ist Fußball-EM und es ist mir egal. Es ist die Regenbogenmannschaft, die Pride-Mannschaft. Wir können es ignorieren. Sind Sie heute Abend für Deutschland? Ich gucke seit 2014 keinen Fußball mehr. Dieser Mann schafft der DFB 11, drücke ich die Daumen. Die vielfältige Nationalmannschaft steht für ein Deutschland, das vielen hier nicht passt. Der beschworene Patriotismus der AfD endet mitunter ausgerechnet beim Fußball. Der dann augenscheinlich eher als Nationalismus daherkommt. Morgen dazu dann hier im Journal ein Gespräch mit der Co-Parteivorsitzenden Alice Weidel. Und wir blicken jetzt in den Iran. Dort gibt es eine Überraschung bei den vorgezogenen Präsidentschaftswahlen. Der als moderat geltende Massoud Pezeshkian liegt vorn. Er erhielt im ersten Wahlgang rund 42,5% der Stimmen. Auf dem zweiten Platz folgt mit Said Jalili ein Hardliner. Er erhielt rund 38,7% der Stimmen. Da kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht hat, kommt es jetzt am 5. Juli zur Stichwahl. Föbe Gar ist für uns in Teheran. Föbe, einen schönen guten Abend dir. Das ist ja schon ein kleiner Achtungserfolg. Hat denn der frühere Gesundheitsminister Pezeshkian eine Chance tatsächlich auf den Wahlsieg? Ja, das hängt jetzt ganz davon ab, was in den nächsten Tagen passiert. Und da dürften zwei Dinge entscheidend werden. Erstens, wie viele Nichtwähler kann Pezeshkian jetzt im zweiten Wahlgang dazu motivieren, für ihn abzustimmen? Mehr als die Hälfte der iranischen Stimmberechtigten ist ja gar nicht zur Wahl erschienen. Entweder, weil sie sich nicht für einen Kandidaten entscheiden konnten oder aber, weil sie sich schon lange tief enttäuscht von diesem System abgewendet haben. Und der zweite Faktor, das ist die Frage, kann sein Gegenkandidat das Lager der Hardliner hinter sich vereinen? Im Wahlkampf sind da sehr tiefe Rivalitäten ans Licht gekommen. Und Jalili muss jetzt versuchen, diese Rivalitäten in den nächsten Tagen so schnell wie möglich irgendwie zu überbrücken. Also eine Rechnung mit vielen Unbekannten und nicht zuletzt gehört dazu auch das iranische Volk, das bei Wahlen schon manchmal überrascht hat. Föbe Gar, vielen Dank für diese Einschätzungen live aus Teheran. Und in den Nachrichten machen wir weiter mit Wahlen, Hanna. Ja. Morgen finden in Frankreich die Parlamentswahlen statt, die vorgezogenen. Doch bereits heute konnte in den Überseegebieten des Landes abgestimmt werden, wegen der Zeitverschiebung. Frankreichs Präsident Macron hatte die Neuwahlen angesichts des starken Ergebnisses des rechtsnationalen Rassemblement National bei der Europawahl angesetzt. Laut Umfragen hat die Partei von Marine Le Pen gute Chancen, nun auch bei den Parlamentswahlen stärkste Kraft zu werden.
Mit Blick auf das marode Schienennetz in Deutschland hat Bundesfinanzminister Lindner eine Preiserhöhung beim Deutschlandticket ins Spiel gebracht. Die Politik müsse entscheiden, ob man eher in die Schiene investieren wolle oder ob der Preis von 49 € bleiben soll, sagte Lindner der Welt am Sonntag. Thüringens Ministerpräsident Ramelow forderte unterdessen im Spiegel ein Sondervermögen von 100 Milliarden € für den Staatskonzern. Vor 8 Jahren war der Finanzskandal der Panama Papers aufgedeckt worden. Nun hat ein Gericht in Panama-Stadt alle Angeklagten überraschend freigesprochen. Grund sei ein Mangel an Beweisen. Den 28 Angeklagten war unter anderem Geldwäsche durch die Gründung von Briefkastenfirmen vorgeworfen worden. 2016 hatte ein internationales Journalistenteam den Skandal enthüllt. Der Wert von Fußball ist für einen echten Fan kaum zu bemessen. Für die UEFA allerdings schon. Für sie ist jedes Turnier ein lukratives Geschäft. Umso mehr Geld, umso besser. Was die Fans teilweise fassungslos zurücklässt, füllt aber nun mal die Kasse des Europäischen Verbandes. In diesem Jahr ist es bei der EM extrem auffällig. Autokratische Regime sind allgegenwärtig. 5 der 13 weltweiten Sponsoren kommen aus China. Einer aus Katar. Selten konnte man also quasi schwarz auf weiß sehen, dass die Wirtschaftlichkeit über den politischen und sozialen Zielen der UEFA steht. Doch welche Ziele verfolgt denn China? Luisa Huben. Es ist bereits kurz nach Mitternacht in Peking, als die Schweiz im Achtelfinale gegen Italien das erste Tor schießt. In China ist Fußball sehr beliebt. Bei der letzten EM schauten hier 352 Millionen Menschen zu. Wenn man alle Turniere weltweit vergleicht, ist die Europameisterschaft einfach das Beste. Diese 5 chinesischen Unternehmen wollen die Aufmerksamkeit für sich nutzen. Vivo, AliExpress, Alipay Plus, BYD und Hisense. Sie sind UEFA-Hauptsponsoren. Aus keinem anderen Land kommen mehr. Fans in Deutschland fällt das auf. Obwohl ja wirtschaftlich oder politisch gerade China immer so ein bisschen so weggedrückt wird, sponsern sie halt aber viel von der EM oder zumindest halt sind sie präsent. Ich finde es ganz gut, dass das Interesse da ist von der ganzen Welt oder sonstiges. Aber ich finde, wie jetzt zum Beispiel Lidl oder andere, die dann einfach Werbung machen für deutsche Marken, finde ich viel interessanter und viel besser. Man merkt, wer das Geld bringt. Sie wollen ihre Produkte verkaufen in China, Europa und weltweit. Dafür zahlen sie laut Expertenschätzung hunderte Millionen Euro. Aber Chinas Präsenz bei dieser EM ist auch eine Machtdemonstration im Westen. Was China im Wesentlichen sagt, ist, wir haben das Geld, wir haben die wirtschaftliche Stärke, wir haben die Beziehungen, das Netzwerk. Wir haben das Selbstvertrauen, um solche Verträge anbieten und abschließen zu können. Die Botschaft dahinter, auch wenn China nicht auf dem Platz steht, chinesische Unternehmen können international mitspielen. Und jetzt zu einer neuen deutschen Bestmarke. Der Hamburger Leichtathlet Owen Ansa hat als erster deutscher Sprinter über 100 Meter die 10-Sekunden-Marke geknackt. Bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Braunschweig siegte der 23-Jährige mit 9,99 Sekunden. Damit hat sich Ansa zudem für die Olympischen Sommerspiele in Paris qualifiziert. Die Lottozahlen an diesem Samstag, die lauten 11, 15, 16, 19, 30, 35, Superzahl 3. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Ja, und es gibt eine aktuelle Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Und zwar vor schwerem Gewitter mit Orkanböen im Saarland und Rheinland-Pfalz. Und so sind die weiteren Aussichten. Morgen aus der Nacht heraus im Nordosten noch teils kräftige Gewitter mit Starkregen. Auch sonst unbeständig mit vielen Schauern und Gewittern. Höchstwerte zwischen 19 und 32 Grad. In den kommenden Tagen setzt sich das wechselhafte Wetter mit vielen Schauern und einzelnen Gewittern fort. Dazu deutlich kühler mit 16 bis 24 Grad. Das war's von uns. Ruckzuck zurück. Gegen Mitternacht gibt es dann hier die nächsten Nachrichten. Also vom Studio wieder ins Stadion. Viel Spaß und wir drücken die Daumen. Bis morgen. Tschüss.